die CMT in Stuttgart. Wir sind auf einer Messe, die es die letzten 2 Jahre nicht mehr gab. Stefan hat sie immer belebt. Es ist eine tolle Messe, muss man sagen. Die Halle viel zu klein. Ja. Du könntest auch noch viel mehr, du hättest noch mehr ausstellen können, aber du bist froh, wieder mal neben Concorde, Morelo und den wichtigsten Marken zu sein. Ist das eine gute Halle für dich? Ja, absolut. Lässt sich sehr gut an. Wir waren ja in der Vergangenheit in anderen Hallen, aber nachdem sich das ja in Düsseldorf so bewährt hat, diese Premium-Halle, dass wir da mit dabei sind, haben wir das jetzt hier auch geschafft. Und ich denke, das ist für alle ein Gewinn und von der Publikumsresonanz, Kundenresonanz, also auch wir sind sehr zufrieden mit dem Stand. So, mit dabei Simone Zöller in Ausbildung, denn du lernst bei jedem Video mit dazu. Es ist unmöglich, nichts dazu zu lernen hier, oder? Ja, das stimmt. Stefan erklärt gut? Ja. Absolut. So, also das hier ist eine Besonderheit. Wir haben zwar Weltreisemobile, aber die sollen insgesamt nicht aussehen wie, ich sag mal, martialische Objekte, die eigentlich so oder so ähnlich in irgendwelche Kriegsgebiete fahren könnten. Jetzt hast du hier allerdings sandfarbene Farben. Der ist jetzt schon mal nicht blau, der ist nicht rot, aber er ist jetzt nicht aggressiv, so muss man sagen. Das Ganze baut auf einem Artego, einem typischen Baustellenfahrzeug, würde ich jetzt mal hier sagen. Ist das so? Das ist so, ja. Also was in der harten Baustelle, und ich war in der Baustelle, war also mit dabei wie auf was sind wir gefahren, ich komme jetzt nicht drauf, der hat die Sperre nicht reinbekommen. Das war wirklich, das passiert. Also wenn du mittendrin... Ja. Das kann passieren. Es war wirklich ein Riesenteil. Ich glaube 45 oder 50 Tonnen hatte der auf der Baustelle. Okay. Also das ist ja, die dürfen ja überladen, weil du bist ja nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Der darf, glaube ich, offiziell hat er denn, ich glaube 35 Tonnen und auf der Baustelle 50. Und da hat er gesagt, fahr mal hier hoch, und da hat er die Sperre einfach nicht reinbekommen. Das passiert. Da hat er 7-mal hin und her, irgendwann ging es rein. Ja. Das ist aber ein LKW. Das ist ein LKW. Und es gilt aber für jede mechanische Sperre. Manchmal sitzt die Sperre, wenn sie zumachen will, Zahn auf Zahn. Und dann muss man halt ein bisschen vorsichtig lenken. Meistens lenkt man zu viel. Und dann rutsche ich dann wieder in die nächste Zahn-auf-Zahn-Stellung. Ich muss vorsichtig lenken, dass dann Zahn auf Lücke steht und die Sperre reinrutscht. Aber der ist schon ein bisschen prolliger jetzt wie der da drüben, oder wenn man damit im Ausland rumfährt? Nein, LKWs dieser Art gibt es überall auf der Welt. Das ist was die Leute kennen. Okay. Ja, das ist einfach ein kleiner LKW mit einer Wohnkabine. Kein Glitzerzeug dran, keine irgendwelchen speziellen Außenanbauten. Das ist einfach ein Fernreisefahrzeug, wie man es wirklich toll fahren kann. Fährt übrigens hervorragend, das Auto. Ist er leise? Ist sehr, sehr leise, ist, wie gesagt, absolut laufruhig, hat einen sensationellen Spritverbrauch. Wir sind, wo wir brav 80 gefahren sind, mit 14,5 Liter gefahren. Das ist also für diese Fahrzeugklasse richtig wenig. Stefan, ich habe einen Weltrekord gemacht übrigens. Ja? Darf ich das erzählen? Erzähl. Eurocargo, kleine Maschine, 4,7 Liter, ja, von Hamburg nach, keine Ahnung, also bis es bergig wurde, 11,4 Liter. Das ist super. 87 Stundenkilometer, also hinterm LKW her. Ja. Wobei der Windschatten, und das ist so, ich sag mal so, die Mercedes-Maschinen Actros, ja, fährst du mittlerweile mit 16, 17 Litern, ja, mit der großen Maschine. Das ist sensationell, oder? Ja, absolut. Weil du kannst keinen LKW, keinen aktuellen mehr verkaufen, wenn der säuft. Also das geht nicht mehr. Ist die Verbrennung nicht so heiß? Wie meinst du die? Also ist ja so, Druck ist hoch, Luftzufuhr ist hoch, Sprit wird wenig eingespritzt, dann wird die Verbrennung heißer, hat mir einer erzählt. Ist das nicht ein Problem oder sind die aber noch für Laufleistungen von Hunderttausenden? Das ist immer noch ein großvolumiger Motor, der entsprechend langlebig ist. Ein LKW-Motor muss langlebig sein. Wir sprechen im industriellen oder im gewerblichen Betrieb würde das nicht funktionieren. Ja, wir sprechen hier von Druckluftbremse, wir sprechen hier von Hubraum von, was hat er? Das ist erwischt, glaube ich, ein 6-Liter-Motor. 6-Liter-Motor. Das bedeutet, die Motorbremse, die hier drin ist, Stauklappenbremse, Drosselklappen, die drauf sind, die funktioniert gigantisch. Ja? Beim Artego, also beim Eurocargo ist sie nicht so gut. Hier beim Artego ist die sensationell gut. Also ich bin meinen Eurocargo gewohnt und wo ich den gefahren habe, habe ich mit einer Handbewegung Stufe 2 runtergedrückt und dann hängst du im Gurt drin. Das ist beim Eurocargo definitiv nicht so, aber ich muss da zur Verteidigung sagen, ich fahre im Moment ein, ich hatte vorher keine drin und du kannst Passstraßen im zweiten Gang runterfahren. Du musst langsam fahren. Du musst langsam fahren. Funktioniert sie wieder. Genau, höhere das ist so. Drehzahlen, dann funktioniert sie hervorragend. Beim Artego sind wir deutlich effizienter. Also der kostet auch ein bisschen mehr. Ja.
So, wir sehen das mal. Wenn du irgendwas ausstattest, du empfiehlst sehr oft maximale Motorleistung, wenn jemand sowas haben möchte. Richtig. Kriegt er auch. Das hier ist jetzt pragmatisch ausgestattet. PS, was hat der? 240 PS. Jo, mit der Motorleistung. 240 PS. Und bei 87, was hast du für eine Drehzahl? So 1200? In der Größenordnung, ja. Ja, das ist so. Und hier siehst du, das ist ein sensationeller Reifen. Simone, du hast es schon gelernt. Was ist hier anders? Ja, hier kann der Track quasi direkt rausgehen, wenn man ein paar Mal die Umdrehung hat und es bleibt halt nicht so viel hängen. Der reinigt sich auch selber. Das ist das, was Stefan mir gesagt hat. Selbstreinigend, gell? So, du fährst, dann klappert es ein bisschen. Auch hier diese Trittstufe, die kommt aus dem Baustellenbereich, die ist erprobt. Die muss in irgendeiner Form muss die wegklappbar, schwenkbar sein. Das heißt, wenn ich den Böschungswinkel brauche und irgendwie ein Hindernis anfahre, dass die einfach nach hinten weggedrückt wird, ohne irgendwo was zu verbiegen. Genau. So, du brauchst aber keine stylische Kette oder so, die funktioniert ab Werk so, oder? Ach, Tobi Teichmann hat seine Kette, die schaut richtig gut aus, aber einsteigen kann ich hier genauso. Ah, du hast genau gewusst, ihr beide, ich sag mal, ihr seid bekannt? Wir kennen uns, ja. Okay, das ist wichtig, denn ihr seid quasi Gründungsmitglieder der Abenteuer Allrad so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt das? Oder nein, ihr seid da eng wir sind verzahnt? schon von Anfang an dabei, ja. Also Tobi Teichmann ist ein Hammertyp. Der ist viel unterwegs, er ist wirklich oft unterwegs, du auch. Ja. Du warst So oft jetzt, wie es geht. ja, so oft wie es geht. Wenig. Test ist so, du bist leidenschaftlicher Selbstfahrer und das merkt man auch. Diese Fahrzeuge sind gebaut eigentlich immer für dich und jedes Mal, wenn ein Fahrzeug das Werk verlässt, dann fließt eine Träne nicht nur beim Besitzer, sondern auch bei Stefan Christner. Ja, das ist so. Weil man dann auch überlegt, was der jetzt tolle Sachen mit dem Auto erlebt und die würde ich auch gerne erleben. Das ist ein Baby für dich, jedes einzelne, was rauskommt. Und Was jedes ist denn das nächste Reiseziel? Wo geht es als nächstes hin beim nächsten Bimobil? Wir sind tatsächlich am Überlegen, wenn es irgendwie geht mit dem Hallenumzug, dass wir im Juni Albanien fahren. Da würden wir allerdings bei Abenteuertouren uns einklinken für 2 Wochen, weil wir einfach nicht die Zeit für die Vorbereitung haben. Und dann noch ein nächster Traum wäre Jahreswechsel 23, 24 Algerien. Du sprichst jetzt die Vorbereitung an. Was kann man sich da vorstellen? Also an was muss ich denn alles denken? Wie lange dauert das und so weiter? Gut, wenn man erfahren ist, dann weiß ich, was ich mitnehme. Das ist ja im Prinzip die Grundausstattung, die man nur ein bisschen Winter, Sommer, sonst was abhängig umgestaltet. Aber die Grundausstattung ist einfach im Fahrzeug drin. Nein, was ich meine ist, wenn ich ins Ausland fahre, brauche ich ein Visum? Wenn ja, wie komme ich dran? Welche Spezialitäten muss ich mitnehmen? Die Routenführung, wo kann ich fahren, wo darf ich fahren, wo ist es schön, wo gibt es die Sachen, die man gerne anschaut. Ja. Das sind einfach so eine ganze Kette von Sachen, die man einfach vorbereiten muss. Also doch nochmal deutlich mehr, wie wenn man so eine Fernreise macht, mit dem Flieger irgendwo hinfliegt. Also da ist ja auch oft alles vorgekaut. Naja, je nachdem, wie man, also ich reise auch öfter mal, mache so Rundreisen, jetzt ohne Bimobil, aber da muss man halt auch schauen, wo gehe ich hin, was will ich mir angucken und so weiter. Das ist im Prinzip das Gleiche, ja, ob ich jetzt eine Trekkingtour mache oder eine Rucksacktour oder eine Bahnreise halt oder sonst irgendwas, das ist immer das Gleiche. Genau. Ja. Also bitte den Film gucken. Also der Film heißt noch Abenteuer Osten, muss man sagen. Er heißt jetzt mittlerweile Abenteuer Touren. Und so ist das zusammen mit Kostja. Und der Film ist auch in die Annalen von German Television eingegangen. Wir saßen einfach nur auf der Rundsitzgruppe bei dir, haben erzählt, aber ich glaube, über das Video haben auch viele erzählt, oder? Ja, ich denke ja. Das war gut. Weil wir viele Fotos eingeblendet haben und so weiter. Und das ist eben dieses Abenteuer-Feeling. Das hier ist eigentlich nur, sagen wir mal, wenn du in Skiurlaub fahren willst, brauchst du Skier, ordentliche, ja. Und wenn du auf die Reisen Abenteuer, ich krieg den Namen noch nicht drauf, Abenteuertouren gehst, dann brauchst du ein Bimobil. Am besten. Ich meine, da kannst du auch andere nehmen. Man nimmt auch andere Sachen mit, je nachdem, wenn er die Allradtouren hat, muss es ein robustes Allradfahrzeug sein. Er nimmt aber auch normale Standardreisemobile mit auf die großen Touren. Bei uns weiß man halt, dass es einfach unsere Fahrzeuge diese Touren können und auch weitere solche Touren. So ist das. Preis von dem hier, was kostet? Der liegt bei 450.000 €. Also der kostet nicht viel mehr wie der hier, muss man sagen. Das ist so. Also es lohnt sich dann einen Führerschein zu machen, wenn man das Ganze hat. Und das ist ganz wichtig bis 7,5 Tonnen. Aber du sagst, macht den C-Führerschein, wenn ihr mehr mitnehmen möchtet, mehr haben möchtet. Preis-Leistungs-Verhältnis von dem Fahrzeug ist sensationell, oder? Ja, absolut. Das ist so. Denn das Basisfahrzeug kostet, glaube ich, auch gar nicht viel mehr wie der Iveco Daily 4x4, oder? Nein, also der Sprung vom Daily 4x4 zum Artego ist ein kleiner Sprung. Für welche Länder ist jetzt dieses Fahrzeug besser geeignet oder für welche Zwecke als das andere?
Die sind von der Auslegung, was sie können, ganz, ganz nah zusammen. Ich glaube, Sven, vielleicht magst du mal kurz mitkommen? Ja, ich komme mit, ja. Was passiert? Schwenk mal schnell von dem Fahrzeug zu dem Fahrzeug rüber. So, das ist das Fahrzeug? Das heißt, ich habe hier mehr Auto, größere Räder, mehr Bodenfreiheit, weniger Wohnkabine. Ich habe hier mehr Wohnkabine durch den Alkoven, dafür weniger Auto, weniger Reifengröße, weniger Bodenfreiheit. Ich glaube, damit kann man ganz gut den Unterschied erkennen. Ist das Wohnen wichtiger, nehme ich einen Alkoven? Ist das Fahren wichtiger, gehe ich auf einen LKW. Du hast doch keinen Alkohol hier bei dem, oder? Ah, nein. Weil es ging ja ein bisschen, was ginge noch, aber das ist zu flach, oder? Aber bei 4 Meter ist Schluss und wenn ich so ein Fahrerhaus mit der Bodenfreiheit plus einen Alkoven, es gibt keinen vernünftigen Alkoven. Und man braucht dadurch die Verschränkung, die diese Fahrzeuge haben, auch noch mal ein bisschen Luft zwischen Alkoven und Fahrerhaus. Du wolltest die Tiefe einfach lassen, dass du nicht hier einen Trümmer baust, der nirgendwo mehr rumkommt, oder? Genau. Und die beiden Fahrzeuge sind ja annähernd gleich hoch. Sensationell. Aber wie gesagt, wenn jemand drauf steht, LKW zu fahren, dann muss man auch ganz klar sagen, Druckluftbremse, du hast eine ganz andere Technik mit drin. Das kann man nicht vergleichen, oder? Nein, kann man nicht vergleichen. Das ist auch dieses einfach nur, du fährst Berge hoch mit 13% Steigung, als wären sie nicht da. Das ist wirklich sensationell, oder? Genau, das ist eine Frage von Drehmoment und Leistung. Und so ein großer LKW-Motor, der fährt halt mit konstanter Geschwindigkeit einen Berg hoch und Berg wieder runter. Du baust ja keine Gebrauchtfahrzeuge auf, oder? Nein. Du hast immer neue und das ist ein Riesenvorteil bei dir. Du nimmst immer Fahrzeuge, wo man nahezu weltweit den Service kriegt. Jetzt hast du eben noch gesagt, naja, Amerika und Co., da geht's nicht. Ich glaube, hier ist in Amerika auch ein kleines Problem, oder? Geht das mit Mercedes? Mercedes in Amerika geht gut. Iveco ist in Nordamerika nicht vertreten, Mercedes ist vertreten. Vertreten. Also wenn man damit hinfährt, dann kann man das machen. Mit einer kleinen Ausnahme, dass natürlich manche amerikanischen Werkstätten Angst vor ausländischen Autos haben, wenn sie keinen Drehmomentschlüssel in Newtonmeter haben, sondern bloß in Torque und dass die dann nicht helfen. Das heißt, da muss ich mir halt eine Werkstatt suchen, die gerne hilft. So, auch hier sieht man sehr schön, die wichtigsten Sachen sind mit drin. Aber das Argument, was du gerade eben geleistet hast, das war schon eindeutig. Du hast tatsächlich in dem Daily 4x4 hast du mehr Platz als in dem Auto. Dafür, und das ist ja Teil der Beratung. Wenn du hier mal guckst, die Anhängerkupplung, da kannst du auch mal jemanden rausziehen. Ja, die ist jetzt, ich sag mal, dann hier der Unterfahrschutz, guck dir den mal an. Mal deutlich robuster. Wenn man sich unter die Autos legt, sieht man, dass die gleiche LKW-Technik unterm Daily 4x4 oder unter Mercedes Artego oder bei den großen MAN, Eurocargo, Arocs ist immer die gleiche Technik. Bloß hier ist natürlich deutlich mehr Metall, deutlich stabiler. So, und das heißt, ist. für welche Wege brauche ich denn jetzt das Fahrzeug im Gegensatz zu dem anderen? Für welche Wege? Also ich glaube, die Wege können sie weitgehend die gleichen fahren. Es geht um die Geschwindigkeit, wo ich die Wege fahren kann. Klar, ja, verstehe. Das heißt, mit den größeren Rädern nochmal mehr Reifendruck, Spielmöglichkeiten, kann ich halt eine Piste mit 15, 20 km/h mehr fahren, wo ich mit ihm schon aufpassen muss. Mit dem Daily 4x4 hat man ja auch über die Federwege und so. Ja. Das ist einfach Baustellenfahrzeug. Komfortable Fahren im Gelände, ja. Okay. Weil es kann nämlich sein, das Problem ist immer, vielleicht mal zur Erläuterung, ja, es ist ein Riesenunterschied, ob dir das Auto gehört oder ob fremde Leute das Auto bedienen. Also wenn du jetzt auf der Baustelle fährst, da wird nicht immer der Chef persönlich den Artego fahren, 4x4, sondern das wird ein Mitarbeiter sein. Da gibt es einen, der hat das Auto exklusiv, das ist sein Auto, und da gibt es aber auch andere, die fahren da jeden Tag, fährt ein anderer mit. Ja. Soll es geben, habe ich gehört, ja. Und dafür sind die gebaut. Richtig, dafür sind die gebaut. Dass man nicht so viel kaputt machen kann. Nein, dass einfach Leute, denen das Auto nicht gehört, die entsprechend völlig unsensibel damit umgehen, dass das trotzdem funktioniert. Ja. So, guck mal hier oben. Das ist sensationell. Hier kann man ein bisschen was sehen vom Boden her. Wie ist der aufgebaut? Das ist eine Sandwichplatte, das heißt, wir haben oben und unten dieses Polydett, das ist eine GFK-Matte und ein Aluminium-Gitterrohrrahmen. Und damit haben wir eine extrem steife Bettplatte und obendrauf natürlich wieder klassisch Folie und Optima-Matratzen. Wie komme ich jetzt an die Sachen, wenn ich die ganz da hinten verstaut habe? Also ich meine, hier ist jetzt keine Leiter dabei. Also entweder steige ich über einen Unterfahrschutz und kletter rein oder ich habe einen Hocker dabei. Also normalerweise, wenn man ein Fahrzeug dieser Größe hat, hat man einen kleinen Falthocker oder Faltleiter dabei. Sag mal, hast du schon mal Schwerlastauszüge realisiert, die du ganz ausziehen kannst hier? Geht, oder? Ja, selbstverständlich. So, und ist hier, also das wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man das macht. Also je nachdem, also einfach mit dem Kunden durchgehen. Es ist jetzt praktisch nicht bestückt. Ist der schon verkauft, der hier? Der ist noch nicht verkauft. Der dient noch als Vorführer und erst wenn er als Vorführer ausgedient hat, dann wird er verkauft. Sehr schön. Was kriegt der drauf eigentlich während der Zeit? Ihr fahrt ihn, bewegt ihr auch während den... Wir bewegen die, wir fahren zu den Messen, aber irgendwo 5.000, 6.000 Kilometer. Okay, und der wird wann? 2 Jahre?
Eventuell werden wir ihn Ende des Jahres abgeben. Also, liebe Leute, schreibt eine Bewerbung mit eurem Werdegang, Zeugnissen dabei legen und allem drum und dran. Nee, es ist kein Witz, die Schlange ist lang. Du hast wirklich viele Leute, die eins haben möchten. Hier sieht man übrigens sehr schön, das sind solche Touren, wo die Leute rumfahren. Das ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich in Bad Kissing, ne? Das ist Fahrtraining. Das ist in Langenaltheim. Erlebst du das auch, dass viele dann erstmal Angst haben, wenn sie so ein Fahrzeug fahren und davor nur normale Wohnmobile gefahren sind oder vielleicht nur einen Wohnwagen gezogen haben oder wie auch immer? Ich meine, das ist ja schon eine andere Nummer. Bei den Fahrtrainings, wir haben ja Anfängertraining und Fortgeschrittenentraining und bei den Fahrtrainings gehen wir davon aus, dass Leute keine Erfahrung haben. Ja, da sieht man auch mal weiße, verkrampfte Knöchel am Lenkrad und auch mal einen leichten Quietscher aus dem Fahrerhaus. Wir machen Folgendes. Sie hatte eine Besonderheit. Sie ist nämlich zusammen mit dem Tobias, ist sie auf der Abenteuer Allrad, hat sie die Runde gemacht. Ja. Und mit der Feuerwehrfrau. Mit der Feuerwehrfrau, die ist gefahren, ja, die PR-Tante, die da ist. Ich nehme das zurück mit der Tante, die PR-Frau. Bist du gefahren, wie war das? Cool. Aber ich hatte halt auch keine Angst, weil ich wusste, sie kann das. So, und das Coole ist, wir werden mal gucken, ob wir das nächste Mal mit Stefan, Termin steht schon fest für Anfängertraining oder Fortgeschrittenentraining? Egal. Ungefähr wann sind die? Anfang März ist Fortgeschrittenentraining Biberach und das Wochenende nach der Abenteuer und Allrad ist Anfängertraining. Können wir mal gucken. Also wenn du Zeit hast, können wir vielleicht da bleiben, dann kannst du mal mit dabei sein und dann kannst du auch mal selber fahren. Da ist ein Instruktor daneben. Auch ohne so ist das. Oder? Ohne Führerschein. Das ist Privatgelände, da kannst du ruhig mal fahren. So ist das. Aber das stimmen wir vorher ab, da kriegst du eine Einweisung, wird alles gemacht. Hast du Bock drauf? Ja, aber ich habe Angst jetzt schon. Du brauchst keine Angst zu haben. Immer mehr Frauen fahren. Ihr habt immer mehr Frauen als Fahrer. Ja. Und unsere Erfahrung ist, Frauen fahren im Gelände besser als Männer. Stimmt, ist so. Denn einfach nur Gas geben ist nicht getan. Die Fahrkünste müssen gut sein, sonst bleibt man irgendwo stecken. Ich habe das auch bei Vorträgen schon ein paar Mal gebracht. Die Männer steigen auf einem höheren Niveau ein als die Frauen, weil die Frauen sich das selber nicht zutrauen. Die Männer bleiben aber dann konstant auf ihrem Niveau. Und die Frauen haben den Vorteil, was wir Männer leider nicht haben. Die Frauen hören dem Instruktor zu und setzen das um. Ich kann das schon, ne? Genau. Die Männer brauchen noch kein Handbuch, oder? Nein, wer liest schon Handbücher? Gibt's ein Handbuch eigentlich von dir, außer die Originalanleitung? Wir schreiben gerade was zusammen. Ansonsten machen wir eine sehr, sehr gründliche Einweisung. So, außen Stromanschluss, der ist hier mit drin, ganz pragmatisch. Da gibt es ja auch neue Anschlüsse, aber ihr habt... einfach den CE-Anschluss, der ist einfach europäische Norm. Funktioniert. So, jetzt zeigen wir mal was. Das Ganze ist, ganz kurz noch, Thema Rampenwinkel. Das Fahrzeug ist ja extrem geländegängig, muss man schon sagen. Ja. Extrem. Noch nicht ganz so extrem, aber ich würde mal sagen, alles, wo ich mit Wohnkabine fahren kann, funktioniert auch mit dem. Das ist der EX480 heißt der. Das ist der Grundriss. Wir haben ein Querbett mit drin. Wir haben die Sitzgruppe mit drin. Es ist nicht ganz so groß. Wir gehen jetzt am besten mal rein. Magst du mal reingehen? Ja. So, das mal sehen. Die Tür, wenn du drin bist, werden wir die Tür zumachen. Keine Angst, du kommst noch mal raus. Denn wir wollen mal gerade noch was zeigen. Diese Riegel, die verriegeln nämlich oben und unten. Das kommt aus dem Kühlkofferbau, glaube ich. Ja. Und dadurch hast du natürlich eine komplette Verriegelung oben und unten an der Stelle. Auf der anderen Seite wird verriegelt über Edelstahl. Ja. Und auch das durchzuflexen ist gar nicht so easy, oder? Nein. Auch wieder laut und dauert ein bisschen. Du brauchst eine Diamantscheibe, glaube ich, um da durchzukommen. Irgendwas brauchst du, ist ewig laut. Das ist auch aus dem Nutzfahrzeugbereich, das kennt man so. Das ist alles Nutzfahrzeug gebaut für die Ewigkeit. Richtig. Und wir gehen davon aus, dass natürlich so ein Fahrzeug auch mal richtig im Sturm steht. Und dann muss die Tür natürlich ordentlich gesichert sein. So, kleines Detail da oben ist eine kleine Regenabraufrinne. Die hat natürlich eine Bewandtnis. Wenn der Regen hier von der Seite drauf kommt, kriegst du nicht die ganze Soße. In die Dichtung reingeht und nicht an der Kante runtertropft. So, da ist das Chemiewerk drunter, hast du schön verkleidet. Ja, so ist es. Kommt man da nochmal ran eigentlich von der Seite? Von unten dran, beziehungsweise über die kleine Zugang, da wo man hin will. Du bist autorisierter Partner von Mercedes-Benz. Das heißt, du kriegst die also bei den, die LKWs kriegen wir direkt, Sprinter leider nicht mehr, aber die LKWs kriegen wir direkt vom Werk und da sind wir auch Qualified Partner. Genau, du kriegst aber auch alle Zeichnungen, 3D, das CAD. Das kriege ich bei allen Mercedes, da haben wir Zugriff auf die Daten. Da steht auch drauf, wo was dran zu schrauben ist. Hier kann man schön mal den Zwischenrahmen nochmal zeigen. Das haben wir drauf, der ist hier natürlich montiert. Das ist alles, was Silber ist, ist von dir, korrekt? Das ist korrekt, ja. Das ist der Zwischenrahmen, den wir machen mit den Konsolen. Und man sieht auch da vorne dann die Elastomere, die zwei Rahmen elastisch verbinden. Sehr schön. Da machen wir nochmal auf, bitte. Der Riegel wird gedreht. Ein Haushaltsschloss ist hier mit drin.
Also das macht keinen Spaß, die geht auch hier unten rein. Und Simone hat schon mal Platz genommen. Erster Eindruck ist mal wieder hell ist es im Bimobil. Und gemütlich und viel Holz. Er hat die Klappe natürlich mit drin, die überhaupt nicht fehlen darf. Und die hat nochmal ein Fenster mit drin, die ist hier geöffnet. Und das ist, glaube ich, immer so der Hingucker, oder? Die Klappe. Absolut. Das ist auf den Messen immer, wobei die Leute manchmal fragen, ob das nur für die Messe ist. Natürlich nicht. Das ist was, das ist Frühstück auf der Terrasse, das ist Freiheit. Wenn ich irgendwo stehe, ich mache die Klappe auf und kann rausschauen und das ist super. Ich finde den Grundriss sensationell. Ganz ehrlich, der ist nicht ganz so verbastelt, ja, weil du nicht rauf und runter läufst. Alles ist mehr gerade. Das ist ein klassischer Grundriss. Den haben wir, glaube ich, 2003, 2004 entwickelt. Damals war er noch auf dem MAN LE 10220. Faszinierendes Expeditionsfahrzeug, die immer noch die ersten laufen. Und irgendwann sind wir auf den Artigo gewechselt. Wir haben ihn jetzt eine Zeit lang nicht gebaut und haben ihn aber wieder mit aufgenommen. Es ist ein extrem kompaktes Fahrzeug, 6,60 Meter Gesamtlänge. Ohne Ersatzrad muss man sagen, der ist so groß wie der LBX 365. Ja. Sag mal, die Schweizer, die leiden ja extrem im Moment. Ja. Hast du gesehen, der Kurs von Schweizer Franken? Die zahlen ja gar nichts mehr für ein Bimobil. Ja. Das ist ganz krass. Dann haben die noch extrem. Wieso leiden die dann? Ja, weil die sich gleich zwei kaufen können für dasselbe Geld. Ja, das ist doof. und keins kriegen. Und dann ist noch der Mehrwertsteuersatz, glaube ich, bei dem Preis von Lebensmitteln. Also 7% haben die auf Fahrzeuge. Ja. Das würde dir natürlich sehr helfen als Krisenbewältigung, wenn die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% gesenkt werden würde, ne? Richtig, Sag ja. Hast du mal geprüft, ob Solar mit 0%, ob du da reinfällst eigentlich? Das habe ich mir nie angeschaut, nein. Es gibt ja keine Mehrwertsteuer mehr auf Kleinsolaranlagen. Das ist so. Ist hier Solar am Dach drauf? Ja. Wir machen grundsätzlich bei den Vorführfahrzeugen 1 oder 2 Paneele drauf. Dann brauchen wir uns um die Batterie nicht kümmern, während es bei uns auf dem Hof steht. Ist aber immer so gemacht, dass der Kunde, der so ein Auto übernimmt, dann auch noch erweitern kann. Schreite mal bitte zur Seite, am besten nach rechts. Dann zeige ich mal gerade die Küche. Das ist hier auch für Schlangenmenschen ein Durchstieg. Aber du wirst sagen, Stefan, da kommt jeder durch. Den Durchstieg kannst du vergrößern? Das Problem ist, wir haben bei dem Artego, bei dem aktuellsten Modell, da waren wir auch leicht überrascht, eine massive Mittelstrebe in der Fahrerhausrückwand. Wenn ich die aufschneide, um einen größeren Durchgang zu machen, verliere ich eine wichtige Zulassung vom Fahrerhaus. Und das war mir den Aufwand jetzt nicht wert. Und magst du mal aufmachen? Nicht wert. Dass wir mal kurz reinschauen. Und dann darfst du hast das Ding ja produziert, einmal durchsteigen bitte. Ich muss mal nicht ran. Nee, du musst nicht ran, weil der Erbauer selber war da schon ein paar Mal durch. Und da sage ich dir ganz ehrlich, da muss man ja auch nicht durch, sondern man kann ja auch von außen rein. Da hat er noch 2 Türen, aber es geht problemlos, also bis zu einem gewissen Gewicht. Hast du irgendeine Lösung, wenn jemand doch kräftiger ist? Kann man da was erarbeiten? Da kann man was erarbeiten, aber das kostet halt Geld, weil ich dann die Struktur, die ich aufschneide, entsprechend abfangen muss und dann auch mich mit Mercedes unterhalten, dass wir es genehmigt kriegen. Bitte mal hinsetzen. Es riecht nach neues Auto. Ja. So sieht das aus. Das, was du hast, ist ein Nutzfahrzeug. Das Cockpit nicht ganz so schön wie vom MAN, aber das war dir ziemlich egal. Das ist also der Artego ist ja noch ein einfacher LKW. Ja. Und hat ein sehr ergonomisch sinnvolles Fahrerhaus, aber natürlich kein Leder und kein Schickimicki oder sowas. MAN oder der große Mercedes, der Arox, da kriegt man dann richtig komfortable Ausstattung. Und du sagst, der ist leise. Der ist leise. Ja. Der ist leise. Nicht so leise wie die großen Fahrzeuge. Den MAN, den wir noch in der Firma haben als Vorführfahrzeug, der ist natürlich deutlich leiser. Hat der eine Standheizung? Ja. Da ist Standheizung drin, dann hat er natürlich alles das, was man braucht. Die Konfiguration dieses Fahrzeugs ist hier ein Albtraum, denn da muss man, glaube ich, auch zusammenarbeiten mit Mercedes-Benz, immer wieder neu. Da haben wir einen sehr, sehr guten Ansprechpartner, mit dem konfigurieren wir so das Fahrzeug durch. Also kleine Fehler verzeiht man später beim Fahrzeug nicht. Man muss genau wissen, was man tut. 3 Sperren, zeig mal mit dem Finger drauf, bitte. Ja. Da sind die 3 Sperren. Und die 3 Sperren. Oh, okay, und das geht zuverlässig rein, raus? Ja, wie halt immer, mechanische Sperre. Mhm. Funktioniert sehr gut. Die Sperren haben wir hier bis jetzt immer rein und raus gekriegt. Trotzdem kann auch hier passieren, dass die mal Zahn auf Zahn steht. Ungefähr wie lange dauert es, wenn er länger stand, bis er fahren kann? 2 Minuten? 3 Minuten? Der Kompressor ist sehr gut. 2 Minuten vielleicht. 2 Minuten, okay. Und der raucht auch nicht hinten raus wie andere, okay. Auch den kann man modifizieren, falls man wirklich mal in den tiefsten Orient fährt und man hat kein AdBlue. Ja. Aber dazu sagen wir nichts, da hast du Lösung.
da haben wir eine Lösung. Sehr schön. Da haben wir eine Lösung. Also falls ihr kein AdBlue kriegt, so ist das. Denn das Ganze ist schwierig, aber es muss ja eine Lösung geben. Denn es gibt ja auch Fahrzeuge, die um die ganze Welt fahren und das machen, wenn es ja kein AdBlue gibt, muss man schauen. Sag mal, C-Führerschein, du hast gerade erst einen gemacht, das ist eigentlich ein Running Gag, ja. Du baust diese Autos schon ewige Zeiten, dann hast du und, glaube ich, deine Frau hat auch einen gemacht. Richtig. Und hast du jetzt einen? Ja, wir haben vor 2 Jahren schon wieder her. Und? War es schwer, so rückblickend? Nein, überhaupt nicht. Ja. Das Einzige, was lästig war, dass wir mitten in der, ich darf das Wort nicht sagen, Pandemie. Corona-Zeit, mitten in der Pandemie, keine Termine gekriegt haben. Ach stimmt, selbst Erste Hilfe gab es keine, oder? Ja. Erste Hilfe habe ich über ProMedia, also über unsere Notfallmedizin abgedeckt. Die habe ich einfach eingereicht, das wurde akzeptiert. Nein, aber wenn man bloß alle paar Wochen mal eine Fahrstunde macht und dann 3 Monate auf einen Prüfungstermin wartet, dann ist das halt zäh. Ich bin jemand, der sowas normalerweise in 4 bis 6 Wochen abhaken will. Kompakt. Ja. So, sehr schön, dann komm noch mal raus. Dann zeige ich noch mal, wie du rauskommst hier draus. Das ist übrigens flexibel gelagert, da ist eine Gummisicke mit dabei. Da kannst du raus und der Stefan wird uns gleich mal ein bisschen was erzählen, warum man überhaupt so eine Luke braucht. Weil es gibt ja auch Aufbauhersteller, die bauen so Kabinen. Das war elegant, ja, das wollte ich jetzt. Ich war schon mal geschmeidiger. Gut, du wirst ja auch nicht jünger, muss man sagen. Du bist mein Baujahr, oder? Kann das sein? 68. 68, ja, sind wir beide. Ja. Und das ist so, da hat man noch Träume. So mit in 10 Jahren fangen die Wehwehchen an. Du merkst schon ein bisschen was? Ja, natürlich. Ich habe viel Sport gemacht früher und das eine oder andere Gelenk merkt man jetzt schon. Das ist so bei mir auch, ja. Ich muss abends schon, ich gucke schon manchmal das ZDF kurz vor den Nachrichten, da kommt immer die Werbung für ist Voltaren oder keine Ahnung, was dann auch. Mein Freund hat gestern auch rumgejammert, mir tut alles weh vom Handballspiel. Also ich glaube, den muss ich dann auch immer pflegen und hegen. Naja. So, Kann hier. auch Absicht sein. So, ich habe eben noch gewitzelt, gibt es auch Leder? Und dann habe ich gesagt, ey, nein, bei uns kommt kein Leder in die Tüte und so. Nein, es gibt natürlich Leder, sieht toll aus, oder? Mein eigenes Fahrzeug hat auch Leder. Durch unsere 2 Hunde, falls die mal illegalerweise doch wieder aus Polster hüpfen, dann kann man es halt einfach abwischen. So, die sind auch schwer zu belehren. Sisal ist mit drauf, da bitte andere Videos gucken, da haben wir es erklärt. Die Kanten sind aus Alu, aber der Grundriss ist sensationell. Geh mal bitte ins Bad, Simone. Tisch lässt sich absenken, Bett machen. Immer, genau. Die Polster, die sind integriert? Oder was? Kann ich Polster nutzen? Ja. Kann man Okay, zusammenschieben. sehr schön. Dann Andere Toilette. andere Toilette. Die Ogo. Klär mich auf, enlighten me. Genau. Also, der Hersteller ist Tomtour und Tomtour ist auch die Firma, die die Nature Set vertreibt. Und die haben eine eigene Toilette entwickelt und das ist die Ogo. Etwas kleinerer Behälter, etwas kleinerer Urinbehälter. Gleiches Prinzip, aber jetzt in sinnvollen europäischen Maßen, also nicht mehr für den amerikanischen Popo gedacht. Du willst damit sagen, die Amerikaner sind dicker? Nein, kräftiger. Kräftiger, okay. Viele Amerikaner, mag sein. Und der hat einen elektrischen Rotor, der das dann also, wenn ich den Deckel zumache, automatisch mixt. Genau, das ist eine Komposttoilette, die funktioniert mit aktiver Luftabsaugung. Ja. Bitte mal öffnen. Ich habe den Hersteller habe ich gefilmt bei 41 Grad. Er selber fährt ein interessantes Weltreisemobil. Muss man sagen. Und kommt aus der Schweiz, glaube ich, das Ding. Und das ist eine Trenntoilette. Du darfst mich auch mal schlau machen. Pipi kommt vorne rein und das andere kommt hinten rein. Und dann? Ja, dann ist es in 2 verschiedenen Behältern. Und hinten das große? Ist ein Einstreu, dass es halt eben austrocknet und dass keine Gerüche entstehen. Das ist wie früher die Taxifahrer in Berlin. Die mussten auch eine Prüfung irgendwann ablegen. Und dann kriegst du von mir 500 Fragen. Was aber ist... das ist immer so plötzlich. So, jetzt erklär mir mal. Das Thema Camping-Terminologie ist doch Hammer, oder? Was alles gibt, oder? Unglaublich. Also da kann man studieren. So, setz dich mal bitte aufs Klo, dass wir mal sehen. Du bist 1,67 Meter und 67. Thema Beinfreiheit ist kein Thema, auch bei langen Menschen. Aber ansonsten bitte melden. Das Fahrzeug wird ja für den Kunden gebaut, oder? Richtig. So, kann man ändern. Die Dusche, ist das hier ein Standard-Haushalts-Duschelement? Nein, die kommt aus dem Reisemobilbereich. Wir achten aber sehr drauf, dass das wirklich hohe Qualität ist und auch Metall ist. So, Metall mit drin. Dann hast du das Wasservolumen hier ein bisschen mehr. Hier mal 300 Liter. 300 Liter, also wie im Luxusliner. Damit komme ich zumindest mal 3 Wochen hin. So ist es. Duschtasse aus Edelstahl
Und alles sehr cleane Optik. Das Holz ist wasserfest. Der Running Gag, den haben wir eben schon gemacht. Dann hast du hier unten, das sieht so ein bisschen aus wie ein Flugzeug hier. Die ganzen Push-Locks und so. Aber die hat jedes seine Funktion. Alles ist mit der gleichen handwerklichen Genauigkeit. Und auch die sind fest, sind wasserfest, oder? Die sind wasserfest, genau. Weil selbst wenn ich da dusche oder so, habe ich natürlich dann kurzzeitig sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Da darf einfach nichts aufquellen. Hartglasfenster von KCT, die werden auf Maß gefertigt für dich? Ja. Okay. Nein, das sind Standardfenster. Wir haben glaube ich, ein Sondermaß haben wir. So, und das Besondere ist, die haben eine Lüftungsposition, wo man auch verriegeln kann, oder? Richtig. So, und zeig mal bitte. Was machst du? Es gibt eine Lüftungsposition, die kann man verriegeln. Der von KCT ist gerade hier vorbeigelaufen. Echt? Ja. Ist er da? Die ist gerade hier durchgelaufen, ja. So, magst du mal schauen, ob er da ist? Weiß ich nicht, wo der ist. Ich denke, der ist schon wieder weg. Ist schon wieder weg. Okay. Nicht mehr. Er ist ein toller Typ, muss man sagen. Also der denkt so ein bisschen wie du und der sagt, das Beste ist gut genug, oder? Richtig. So, Ja. hier, das ist die Lichtsteuerung. Genau. Damit mache ich das Außenlicht und auch Hauptschalter fürs Innenlicht. Auch hier wieder eine Unterflur-Klimaanlage mit drin, die hat sich bewährt. Hier in diesem Trittstufe vorm Bett, da ist die Klimaanlage drin. Da ist sie gut aufgehoben. Man kommt auch zur Not nochmal dran, um Filter zu tauschen. Habe ich jetzt auch im Einsatz, muss ich sagen. Also ich bin ganz happy. Sie ist sehr leise. Also der Windzug, der lässt sich regeln. Man kann zum Beispiel sagen, das geht nur hier vorne raus, dann geht es auch wirklich nur hier vorne raus, weil die Dachklimaanlagen nie dicht sind. Da kommt immer noch ein bisschen was zur anderen Seite und die kann man auch mal mitlaufen lassen. Du hast eine ganz besondere Lichtmaschine, ist die hier verbaut? Die ist hier nicht verbaut. Wäre aber jederzeit machbar. Das ist eine 230 Volt Lichtmaschine, die ab einer gewissen Drehzahl vom Motor bzw. vom Nebenabtrieb dann 5 kW bringt, auf 230 Volt Basis. Im Standgas in niedriger Drehzahl immer noch 2,5 kW. Und damit kann ich halt mit hoher Energie, 12 Voltzeitig, wenn ich entsprechendes Ladegerät habe, die Batterien laden. Dann allerdings Lithium-Batterien, die auch die hohen Ströme aufnehmen. Und ich kann halt während der Fahrt die Klimaanlage mitlaufen lassen, komme abends mit einer runtergekühlten Kabine an. Oder wenn ich Passagiere in der Wohnkabine habe, dann können die halt auch den sehr, sehr angenehmes Reisen genießen. Okay, also statt einem Stromgenerator hast du quasi eine Hightech-Lichtmaschine drin. Das Ding macht 230 Volt, ist also eigentlich, kommt wahrscheinlich aus dem Profibereich THW und Co. Genau, da sind sie, ja. Ist es so? Das ist so, ja. Und auch viele Energieversorger, die hohe Ströme brauchen, die arbeiten mit. Ist sie aus China oder wo kommt die? Nein, die ist hier ein deutsches Fabrikat von der Firma Martin. Kostet, ich glaube, 16.000 €, ist bei Ich weiß Feuerwehren. nicht genau, aber das ist eine sehr, sehr teure Sache, ja. Ist aber, du machst den Motor an, dann hast du quasi so viel Strom wie auf einer Steckdose zum Laden und während der Fahrt Teilweise sogar mehr. teilweise mehr. Du kannst irgendwelche Geräte anschließen, du kannst Leuten helfen, du kannst alles damit machen und ich sag mal, die Leistung, der nimmt sich da ein bisschen, das ist quasi wie so eine Art Nebenantrieb am Traktor, muss man sich vorstellen, der dran ist und die läuft ja auch nicht umsonst mit. Deswegen hast du einen Schalter, kannst sie abkoppeln, oder? Die kann man dann abkoppeln, richtig. Wieder was gelernt. Bitte mal öffnen. Also nicht wundern, wenn der Carsten dann kommt und sagt, ja, wir haben da noch eine 230 Volt Lichtermaschine, 16.000 € mit rein. Das sollte man sich gut überlegen, denn das Ding ist sensationell, oder? Ist unglaublich viel Komfort und gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja. Habt ihr schön verbaut, weil ich habe den kompletten Einbau der Truma nämlich gefilmt von meiner. Ja. Und wenn man sie nachträglich bauen lässt, ist immer so, wo macht man die Auslässe rein und so. Und das habt ihr alles drin. Wie habt ihr das Thema Luft und Entfeuchtung gelöst? Ist das kein Problem bei euch? Also dass die Luftfeuchtigkeit von den Rohren oder irgendwas dass es nicht kondensiert, ist nicht der Fall. Das ist kein Problem. Die ist da unten ja offen, oder? Richtig. Gut. Komm, wir gucken mal gerade rein. Das ist quasi, das könnte in der Küche von der Kindertagesstätte sein. Ja, das sind einfach große Schubläden auf einem Schwerlastauszug mit Softeinzug. Das ist einfach hochwertigster Möbelbau. Großer Kleiderschrank, unten noch Schränke. Dann hast du hier ja viele Klassiker. Das hier ist natürlich ein Klassiker. Da hast du einen Kleiderhaken und einen Halter für die Wäsche. Dann hast du hier 3 Rohre, jeweils wo die Rohre drin sind die Auslässe drin. Das heißt, du hast zu der Seite im Schlafbereich einen Auslass, den kannst du komplett verschließen. Richtig. So, und dann siehst du das hier unten drin. Bitte mal die Klappe unten öffnen. Ist schön gebaut. Also das ist wirklich... Ist das so bei euch, dass ihr sagt, so ein kleiner Wettbewerb, wer baut die schönsten Fahrzeuge? Oder? Nein, wir versuchen einfach den Standard zu halten und
Es darf auch keine Überraschungen geben, wenn man irgendwelche Klappen aufmacht. Das muss halt einfach überall handwerklich richtig gut gemacht sein. Das ist durchdacht, das Fahrzeug. Hier, diese Trittstufe ist so breit, dass auch Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind, die Fahrzeuge benutzen können. Gell? Man kann sich wunderbar hinsetzen zum Schuhe anziehen oder einen Fuß drauf stellen zum Schuhe anziehen. Also ist einfach praktisch hier. So, und jetzt bitte mal hinlegen. Zieh am besten mal die Schuhe aus. Jetzt ist ja kein Riesenfenster hinten, das ginge. Das ginge natürlich nochmal, dass man Fenster hinter macht, wobei da ist natürlich das Ersatzrad. Das heißt, das Fenster hätte dann durchaus ein bisschen eine Einschränkung. So, und das ist so breit. Breite vom Fahrzeug hier, was haben wir? Außenbreite 2,50 Meter, das heißt Innenbreite sind dann 9 cm weniger. Ah, das merkst du schon, oder? Im Vergleich zum Daily, Ja, oder? natürlich. Das macht auch dieses Raumgefühl, weil du eben gesagt hast, der hat weniger Platz, aber ich habe das Gefühl, er hat mehr Platz. Also Wir haben vom keinen Feeling. Zwischenboden, damit weniger Stauraum. Ja. Wie gefällt dir der Grundriss? Ja gut, deswegen, ich hätte jetzt irgendwie auch intuitiv gesagt, hier ist doch mehr Platz. Weniger Stauvolumen, aber der ist ein sehr, sehr offener Grundriss und der kommt halt einfach gut an. Darf ich mal gerade was zeigen? Also ich habe ein Richtmikrofon, okay? Ich gehe den zu dir, ja? Ist laut, ihr hört das. Ja. So, jetzt gehe ich hier rüber. Ja. Das könnt ihr nicht hören. Nichts. Die KCT-Fenster sind nicht nur einbruchshemmend, hoch 10, sondern sie sind extrem leise. Das unterschreibst du, oder? Absolut. Du machst alles dicht. Deutlich merkbar. Also deutlich merkbar. Und du magst einmal die Tür kurz schließen. Mach mal bitte. Weil ihr könnt es natürlich hören jetzt. Denn wir haben draußen bestimmt so 70, 75 dB Gemurmel, was du immer hast auf so einer Messe. Und bitte einmal die große Klappe schließen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Denn anders wie in Pandemiezeiten musst du auch keine Notbelüftung machen hier auf der Messe. Und das übrigens ein kleiner Rolladengurt dran als Hilfe. So, es gibt da so einen Punkt, den musst du überwinden, glaube ich, oder? Ja. Baujahr 68, Stefan, zieht das Fenster zu. Das ist genial. Wenn wir in 10 Jahren drehen, zeige ich dir die Videos von damals. Ja, das ist nicht nett. So, ist noch irgendwas offen? Ist hier der Vent offen? Ne, das ist zu. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt ist da Ruhe, oder? Ja. Das ist krass, wenn du mal das Fenster gerade mal aufmachst. Mach nur mal auf. Zu. Das ist krass, das kriegst du mit Kunststofffenstern nicht mal annähernd hin, oder? Nein, das ist so. Okay. Das ist so. Die sind mit der Einhandbedienung von der Haptik deutlich besser, die sind von der Akustik deutlich besser, thermisch besser isoliert. Das Rollo ist deutlich besser. Du hast auch hier eine saubere Bürstenführung. Das ist auch wirklich mückensicher. Was ich toll finde an deinen Reisemobilen, man fühlt sich echt sicher hier oben. Das heißt, die Tür ist sicher, die Fenster sind sicher, du kannst irgendwo stehen. Das ist ja so ein subjektives Sicherheitsgefühl, oder? Was dazu kommt, oder? Das ist nicht nur subjektiv, das ist tatsächlich so. Man sitzt hier sehr, sehr sicher oben. So, dann hast du eine Hightech-Verdunklung gewählt, ja, von, Gott, wie heißt der eine immer, den ich immer moderiere, von, die immer die Verdunklungssysteme in der weißen Ware machen vorne. Ist egal. Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Gag machen, der Vorhang, ja, aber es ist so einfach, wenn man nur will, Weißt oder? du, was wichtig ist mit dem Vorhang? Was denn? Der dämpft nochmal die Akustik hier innen drin. Das ist krass, oder? Ja. Das heißt, halt nicht so und es schallt nicht so, weil du hast ja viel gerade Wände hier drin. Genau. Das ist cool. Ja, wir sind durch. Ich habe bestimmt 1000 Sachen wieder vergessen, aber kommt nach Oberframmern und da fahren wir vielleicht auch mal zusammen hin. Mal gucken. Der Oberframmern ist bei München. Also da musst du dir mal wieder ein Hotel buchen, Flug bezahlen. Ja. Weil du ja wahrscheinlich wieder Fotoshooting machst in Hawaii, wo ich dich holen muss. Sehr schön. Schön wär's. Schön wär's. Wenn du mal gerade hochhebst, bitte. Einmal kurz unter die Matratze gucken, Froli wieder drunter. Ich bin durch und wir haben noch 2 Fahrzeuge vor, die werden wir im Schnelldurchlauf machen, denn die Basics sind immer die gleichen, also bei dir, aber die Leute kriegen hier neue Fahrzeuge. Man sieht es immer schön an dem neuen Truma Bedienfeld. Das sind nicht die alten, die wir gefilmt haben, sondern wir sehen hier brandneue, oder? Richtig, so ist es. Just aus dem Band gelaufen, oder? Ja, genau. Ihr habt nur kein Band. Ihr habt Stationen. Wir haben Stationen. So, bitte mal öffnen und die Tür. Stopp, warte mal ganz kurz, Stefan. Das ist so geil. Hier siehst du den Riegel, der muss nämlich nirgendwo reinlaufen, weil Der hält sich einfach an der Zarge fest. das ist so einfach, oder? Ja. So, bitte mal öffnen. Und zu der Tür habe ich doch wirklich Vertrauen. Also wenn die zu ist, Ist wirklich einbruchssicher. einbruchsicher. Ja, sicher, du musst immer aufpassen. Ich sage immer, sie ist extrem einbruchhemmend. Ja, weil wenn du rein willst, richtig. dann kommst du rein. Aber es ist... Werkzeug und Zeit komme ich überall rein. Ja, wichtig ist, Komm auch durch den Tresor.
Wichtig ist, dass es nur dauert und laut ist. Und dann schrecke ich viele Leute ab. Elon Musk hat ein Satelliten-Internetsystem erfunden, was jetzt für Wohnmobile zertifiziert wurde. Habt ihr schon Anfragen gehabt? Ja, haben wir schon Anfragen gehabt und ich beobachte das auch. Ich halte das für sehr, sehr interessant. Ja, also geht weltweit. Und, Hast du es schon? Ich krieg's. Ja. Die hatten das Problem mit dem Kabel noch nicht gelöst. Also es ist nicht abnehmbar und da musste irgendwie die Durchführung und keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt bestellt und wir testen das dann. Kostet irgendwie 79 € für mich netto und geht irgendwie weltweit. Und da hätte ich gerne einen Bericht von dir, halte ich für extrem spannend, das Thema. Geht nicht während der Fahrt, kann ich direkt sagen. Aber du stehst und hast, egal wo du bist auf der Welt, 150 Mbit, teilweise noch mehr. Ja, und das ist sensationell. Nicht schlecht. Elon Musk, Starlink hast. Genau, du hast eben schon gesagt, ja, wo es da ist. Wir sind bei Bimobil. EX, ich lese mal gerade ab, 480, die Preisliste klein, aber fein, 60.564 € kostet das Fahrzeug nicht, sondern die Sonderausstattung des Fahrzeugbasispreis 354.900 €. Wir haben 238 PS, Euro 6, 10,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, leer ungefähr? Etwas über 7,2, 7,3. Also Zuladung satt, oder? Ja. Sehr schön. Und wir sind bei Bimobil. Der Standard, muss man sagen, für solche Fahrzeuge, die quasi nicht martialisch, das macht Stefan auch, wenn man das will, unbedingt. Also dann kriegt man auch hier Sandbleche dran, man kriegt, was ist noch beliebt? Also dieses Bergezubehör wie Sandbleche oder ein Heckträger oder auch mal ein Dieselkanister-Heckträger, das natürlich. Ja. Okay, super. Und ja, da sind wir, der 1024 Attego 4x4, ein Baustellenfahrzeug, umfunktioniert zu einer sinnvollen Funktion, einem Wohnmobil. Tschüss.